Wo ich Sie schon mal da habe, möchte ich mit Ihnen natürlich aber auch noch mal sprechen über das, was sich in der SPD dort gerade firmiert und formiert. Olaf Scholz, der hat ja jetzt Geschlossenheit der SPD in der K-Frage versprochen. Noch muss man die aber mit der Lupe suchen. Also was ist da jetzt noch zu tun in den nächsten Tagen? Ist das Momentum überhaupt noch da, den Kandidaten auszutauschen? Also man muss als allererstes mal diese Diskussion stoppen und damit das Bluten gewissermaßen der eigenen Partei, die wird ja durch diese Diskussion beschädigt, weil der Kanzler sozusagen beschädigt wird als Kandidat und der andere als Hoffnungsträger gewissermaßen vor sich hergetragen wird. Jeden Tag wächst diese Projektionsfläche. Das Problem ist, dass das ein Momentum ist, das entstanden ist durch die Zeitschinderei des Kanzlers. Der Kanzler ist gewissermaßen ein eigener Untergangsarchitekt, wenn man so sagen darf. Denn er hat Zeit rausschinden wollen und das war genau die Lücke, die zeitliche Lücke, in der jetzt die K-Frage in der SPD entstanden ist. Und die muss unbedingt beendet werden und zwar durch einen Machtentscheid der Führung. Aber die sieht sich dazu nicht irgendwie in der Lage oder will diese Entscheidung nicht treffen, was im Moment maximal schlecht für die eigene Partei ist. Ich vermute, Ihre Sichtweise würde vom Kanzler persönlich nicht geteilt werden. Nun ist es ja aber auch so, dass wir haben das gesagt, Pistorius, da wird unglaublich viel reinprojiziert. Wenn man auf die Bilanz schaut im Verteidigungsministerium, ist da gar nicht so viel bei rumgekommen. Viele Ankündigungen, er hat ein gutes Auftreten, okay, aber prinzipiell hat er natürlich auch ein ganz anderes Profil als Olaf Scholz. Also würde er überhaupt passen zur aktuellen SPD als Kanzlerkandidat? Ich glaube, das macht die Entscheidung ja so schwierig für die Parteiführung. Scholz ist programmatisch der bessere Kandidat. Er besetzt die Politikfelder, um die es gehen muss. Und zwar als ein tendenziell liberaler Wirtschaftspolitiker hat er das Vokabular der Sozialpolitik erfunden oder jedenfalls ganz maßgeblich mitgeprägt. 21, Respekt. Na, das war ja der entscheidende Begriff. Das heißt, eigentlich würde das Ideal eine Verbindung zwischen Wirtschafts- und Sozialpolitik sein, für die die SPD auch stehen kann. Und das Problem für Pistorius ist, er steht für gar nichts in dieser Hinsicht. Er ist eine Leerstelle, müsste als Team auftreten. Als Team wäre dann sozusagen Heil sein Buddy, aber der steht für das Bürgergeld und das ist jetzt auch nicht gerade so besonders populär, wenn man außerhalb der eigenen Reihen die Wähler erreichen möchte. Das ist also ein Problem, dass er in diesen entscheidenden sozialpolitischen Fragen eigentlich eine Leerstelle ist. Es ist ein Law-and-Order-Mann und das Entscheidende ist, er ist angesehen als Verteidigungsminister in der Bevölkerung, in seiner eigenen Partei ist das durchaus umstritten und in der Fraktion, würde ich mal sagen, hat er nicht mal die Mehrheit für seinen Kurs. Also es wird jemand genommen oder soll jemand werden, der beliebter ist, aber der seine eigene Partei gar nicht in dem Maße, in dem entscheidenden Maße, wofür er steht, eigentlich hinter sich hat. Das ist wirklich eine schwierige Lage. Also ganz viel Prinzip Hoffnung dabei bei diesen Diskussionen um Boris Pistorius, um vielleicht diese Wahl nicht ganz so krachend zu verlieren. Das waren spannende Ansätze und Gedankengänge, Herr Lemke. Ich danke Ihnen, dass Sie die mit uns geteilt haben. Gerne.